Cloud First immer noch relevant, wie ich als Startup, Scale-up mein Wachstum unterstützen kann mit einem cloud-basierten ERP-System. Mein Name ist Timo, ich bin seit 3 Jahren bei der Valantic, bin hier der Head of Innovation und beschäftige mich jetzt seit 25 Jahren mit Themen rund um SAP-Software, unter anderem Business AI und Business Data Cloud, aber in der Vergangenheit auch Entwicklung, Integration, Business Technology Plattform. Ja, warum ist die SAP-Lösung für Startups und Scale-ups so relevant? Das liegt mit Sicherheit daran, dass gerade Startups, aber auch Scale-ups häufig ein Bedürfnis für standardisierte Prozesse haben. Die sind wunderbar in der Software abgebildet. Das liegt aber auch daran, dass gerade diese Unternehmen einen Blick in die Zukunft haben und skalieren wollen. Das heißt, ich muss quasi ins Unendliche skalieren können. Und das ist eine Software as a Service der SAP. Das heißt, ich muss mir um den Infrastruktur-Stack überhaupt keine Sorgen machen. Diese Systeme skalieren so, wie mein Unternehmen skaliert. SAP ist das wertvollste deutsche Unternehmen. Das heißt, ich habe einen Hersteller, auf den ich mich verlassen kann. Den wird es auch in 10 Jahren, in 20 Jahren noch geben. Und die SAP hat einen ganz großen Vorteil, sie versteht Geschäftsprozesse und hat diese in ihrer Software abgebildet. Das heißt, wenn ich SAP S/4HANA Public Cloud einführe, dann kann ich meine Prozesse im Unternehmen harmonisiert implementieren und kann trotzdem skalieren. Also bei Startups und Scale-ups stellt sich in der Regel nicht mehr die Frage, ob ich auf eine Cloud-Lösung setze. Das ist vollkommen normal, wenn ich heute ein Unternehmen gründe oder auch in einer Wachstumsphase bin, dass ich auf Cloud-Lösungen setze. Das heißt, für Startups und Scale-ups spielen andere Themen eine Rolle. Wie kann ich möglichst schnell künstliche Intelligenz in meinem Unternehmen nutzen, ohne große Investitionen zu tätigen? Wie kann ich mein Geschäft skalieren? Wie kann ich internationaler werden? Wie kann ich in Auslandsmärkte expandieren? Das sind die großen Fragen von Startups und Scale-ups und diese werden wunderbar durch die Software beantwortet bzw. unterstützt. Das heißt, ich habe zum einen eine Software, die harmonisierte Prozesse in meinem Unternehmen ermöglicht, mir aber trotzdem die Flexibilität gibt zu wachsen und die Flexibilität gibt, auch Erweiterungen an die Software anzubauen über die sogenannte Business Technology Plattform. Das heißt, ich kann meine Individualität wahren, obwohl ich auf Standardprozesse setze. Das ist der große Vorteil der S/4HANA Public Cloud. Und ich muss mich überhaupt nicht sorgen, ob ich gesetzliche Vorschriften einhalte, ob ich auch lokale, landesspezifische Vorschriften einhalte, ob ich mich an Datenschutzverordnungen halte. Das ist alles in der Software integriert für ganz viele Länder dieser Welt und ist deshalb perfekt, um ein Startup oder Scale-up auf das Next Level zu heben. Startups und Scale-ups sind häufig damit beschäftigt, ihr florierendes Geschäft zu betreiben. Das heißt, sie wollen sich nicht um gesetzliche Anforderungen kümmern. Sie wollen sich nicht um Themen wie E-Rechnung kümmern. Sie wollen sich nicht darum kümmern, dass die Software performant läuft, dass ihre Mitarbeiter die Software optimal nutzen können. Sie wollen sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, das nimmt sie ein, dafür brennen sie. Und genau das ist, was eine Software schaffen muss. Sie muss der stille Arbeiter im Hintergrund sein, der Geschäftsprozesse harmonisiert abbildet, der Skalierung ermöglicht, sowohl was die Performance des Systems angeht, aber auch was es angeht, sich um neue Rahmenbedingungen zu kümmern, gesetzliche Änderungen, neue Mehrwertsteuersätze. Darum möchte ich mich als Unternehmen nicht kümmern müssen. Das soll automatisch der Hersteller in die Software einbauen. All das ist gegeben. Genauso möchte ich aber eine gesamte Business Suite vom Hersteller bekommen, die vielleicht nicht nur meine ERP-Kernprozesse abdeckt, sondern auch andere Prozesse, Human Capital Management, vielleicht den Einkauf optimiert, meine Planung verändert. All das kann SAP bieten. Sie hat nicht nur das ERP-System S/4HANA Public Cloud, sondern bietet eine ganze integrierte Business Suite, die optimal das Wachstum von Startups und Scale-ups unterstützt. Ja, wie könnten die ersten Schritte aussehen? Ich suche mir am besten natürlich einen Partner, der die Belange eines Startups, eines Scale-ups versteht, der mir hilft, mit Einführung dieser ERP-Lösung meine Prozesse zu harmonisieren, Stabilität in meinen Geschäftsprozessen zu erlangen und trotzdem
meine Individualität zu wahren. Das heißt, ich habe sicherlich auch Geschäftsprozesse, bestimmte Themenbereiche, die sind mir sehr wichtig, die unterscheiden mich als Startup, Scale-up von anderen Unternehmen. Und die möchte ich trotzdem in der standardisierten Software abbilden. Das alles ist möglich mit der S/4HANA Public Cloud und dem richtigen Partner. Es gibt Best Practices, klar. Wir sind immer einer der Partner, die darauf Wert legt, dass das Unternehmen die Chance dieser Implementierung einer ERP-Software nutzt, um Prozessharmonisierung zu erlangen. Das heißt, überhaupt erstmal standardisierte Prozesse im Unternehmen zu etablieren. Es hat sich gezeigt, dass es gut ist, vielleicht in kleinen Schritten vorzugehen. Vielleicht gehe ich erstmal hin und starte mit Finance First. Also ich versuche erstmal die finanzbuchhalterischen Prozesse abzubilden und nicht gleich den Big Bang zu wagen und alles im Unternehmen in der Software abzubilden. Das hat sich sehr bewährt, weil gerade kleinere Unternehmen haben meistens auch nicht die Ressourcen verfügbar, die jetzt für so eine ERP-Einführung Vollzeit tätig werden können. Das heißt, wenn ich neben meinem Tagesgeschäft auch noch so ein IT-Projekt begleiten soll, tut es gut, in kleinen Schritten am Ende zum Ziel zu kommen. Es gibt Fallstricke bei der Einführung einer ERP-Software. Ganz wichtig ist das Change Management. Das heißt, ich muss mit der Einführung solch einer Software, die Arbeit in meinem Unternehmen komplett verändert würde, in Form eines Change Managements darauf hinwirken. Das heißt, ich muss die Mitarbeiter mitnehmen, ich muss schulen und zwar sehr häufig, man muss beständig dranbleiben und auch ein Cloud-Mindset im Unternehmen verankern. Was heißt das? Die Software wird zweimal im Jahr abgedatet, das heißt, ich kriege in regelmäßigen Abständen Neuerungen. Das können ganz neue Applikationen, Prozessschritte sein. Dementsprechend verändert sich auch sehr häufig etwas für die Mitarbeiter. Das heißt, ich habe einen kontinuierlichen Prozess im Unternehmen, den ich verankern muss und dafür muss ich das entsprechende Change Management auch im Unternehmen verankern. In den nächsten 3 bis 5 Jahren wird sich die Software tiefgreifend verändern und auch die Nutzung der Software tiefgreifend verändern. Das heißt, aktuell greife ich meistens browserbasiert über bestimmte Applikationen, Fiori-Applikationen genannt, auf die Software zu. In Zukunft werde ich einen künstlichen Intelligenzassistenten nutzen, um mit der Software zu interagieren. Des Weiteren werde ich in Zukunft die Möglichkeit haben, KI-Assistenten zu verwenden, die mir bestimmte Arbeitsschritte abnehmen. Das ist eine tiefgreifende Änderung. Eine zweite tiefgreifende Änderung wird aus meiner Sicht sein, dass Software-as-a-Service-Lösungen ganz stark ausgeliefert werden, eher über die eben besprochenen Möglichkeiten der Interaktion plus einem Applikationslayer, aber der Datenlayer, die Datenbank, wird zentral in einer weiteren Lösung gehalten, wie zum Beispiel der SAP Business Data Cloud. Das heißt, Software-as-a-Service-Lösungen werden schmaler werden, nicht von der Abwicklung der Prozesse, sondern von der Gesamtarchitektur der Lösung. Und es wird einen Datenlayer geben, der alle Daten von verschiedenen Software-as-a-Service-Lösungen beinhalten. Auf diesen Daten kann ich dann mit den Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz arbeiten. Das ist eine tiefgreifende Veränderung, die wird in den nächsten Jahren beginnen. Ob sie in 3 oder 5 Jahren schon abgeschlossen ist, kann ich nicht sagen. Aber das wird der Weg in die Zukunft sein. Du bist Teil eines Startups oder eines Scale-Ups, dann schau in unser White Paper. Wir beschäftigen uns mit Best Practices und Erfolgsfaktoren bei der Einführung von S/4HANA Public Cloud. Wenn euch das Video gefallen hat, schaut auch die anderen Folgen unserer Trendtalk-Reihe.